Für die erste Seite habe ich mir ein Papier zugeschnitten, was die Maße 30 x 30 cm hat. Und als nächstes werden wir das Papier jetzt erstmal falzen. Und zwar falzen wir das hier bei 1 cm, dann nach 15 cm und dann drehen wir das Ganze und falzen das in der Mitte, also bei 15 cm. Wir haben jetzt insgesamt 3 Falzlinien gemacht, das heißt, die erste liegt bei 1 cm, die zweite ist vom Rand des Papiers gerechnet 16 cm entfernt und von der Falzlinie 15 cm entfernt. Und dann haben wir nochmal eine horizontale Falzung in der Mitte des Papiers, also bei 15 cm. Als erstes werden wir jetzt diese 1 cm Falzung knicken. So, und dann werden wir die Hälfte entfernen. Also wir schneiden mit der Schere entlang der 1 cm Falzlinie bis zur Mitte. So. Und diesen Streifen lassen wir, schrägen aber noch ein bisschen die Ecken ab. So. Als nächstes werden wir das Papier einschneiden, und zwar, wenn das Papier so vor uns liegt, dass die Lasche links unten ist, werden wir das Papier von hier bis zur Mitte einschneiden. Als nächstes werden wir das Papier knicken. Und zwar werden wir dieses Quadrat nach links knicken. Das obere Quadrat kommt auch nach links. Und dann werden wir das obere nach hinten knicken. Wenn wir das Ganze jetzt so vor uns liegen haben, dass die Lasche unten liegt, werden wir jetzt die Lasche nach vorne knicken, hier Klebeband anbringen und die hier vorne ankleben. Das führt dazu, dass wir sozusagen eine Tasche gebildet haben, wo man hier oben einen Tag reinstecken kann. Und hier links ist es auch offen, weil da kommt das Ganze dann an die Bindung dran. Und wenn man die Seite dann umblättert, könnte man das dann einmal nach links auffalten und dann nochmal nach oben. Also wir werden jetzt erstmal hier das ein bisschen knicken, dann Klebeband anbringen und das, wie gesagt, hier vorne ankleben.
Unsere Seite misst jetzt also 15 x 15 cm. Und wenn wir das umdrehen, sehen wir, dass hier die Seite 1 cm kleiner ist. Also die Seite misst 15 x 14 cm, aber die Seite darunter ist wieder 15 x 15. Das heißt, dass das Aufgeklappte nur 1 cm kleiner ist. Als nächstes möchte ich jetzt diese Seite ein bisschen kürzer machen. Und das mache ich, indem ich mir hier so eine Vorlage drauf halte, das dann mit Bleistift da drauf zeichne und dann abschneide. So, als nächstes möchte ich hier einen Magneten anbringen, damit sich das besser schließen lässt. Und dafür nehme ich Sekundenkleber. Und lasse das jetzt erstmal trocknen. Als nächstes klappe ich das zu und markiere mir die Stelle, wo der andere Magnet hin muss. Und klebe den dann an diese Stelle. Wenn das Papier jetzt so vor uns liegt, dass links und hier oben die Öffnung ist, werden wir jetzt hier oben einen Halbkreis stanzen. Und zwar kommt ja am Ende hier ein Tag rein. Und damit man ihn dann besser rausziehen kann, möchte ich hier so eine kleine Öffnung stanzen. Dafür habe ich mir jetzt an dieser Seite die Mitte ausgemessen, nehme dann meinen Stanzer und kann dann sehen, wo meine Mitte ist und werde das Papier so stanzen, dass ein Halbkreis ausgestanzt wird. So. Als nächstes habe ich mir dann Motivpapier ausgeschnitten, was ich jetzt im Anschluss hier ankleben werde. Bevor ich das allerdings mache, werde ich jetzt erst nochmal die Ränder der Papiere einfärben. Und zwar mache ich das mit dem schwarzen Stempelkissen. Ich habe die Ränder jetzt eingefärbt und auf der Rückseite Klebeband angebracht und jetzt werde ich alles auf das Papier kleben. So, und dann ist die Seite auch schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch einen Tag machen, den wir hier reinmachen. Und am Ende wird das ja an die Bindung hier links geklebt. Zum Schluss kommt noch der Tag dran. Da habe ich mir Tonpapier mit den Maßen 14,5 x 13 cm ausgeschnitten. Und zwar ist das so schmal, weil wir ja unsere Seite hier an der Seite ankleben und wir dann quasi einen knappen Zentimeter verlieren. Und damit dann der Tag da reinpasst, ist er ein bisschen schmaler. So, dann habe ich mir Motivpapier ausgeschnitten, die Ränder schon eingefärbt und Klebeband angebracht und jetzt klebe ich das auf mein Tonpapier. So, und dann ist unsere erste Seite fertig.